damit willkommen zur zweiten Folge von Sherlock Holmes. Wir sind ja letztes Mal in der Bibliothek, also im Buchladen hängen geblieben. Was weitergeht, ist eine absolut gute Frage. Wir haben ja den Strand bekommen, das war die Zeitung, die uns gefehlt hat. Haben wir jetzt auch erstmal kein Gedankenspiel mehr, weil wir haben es ja erstmal gelöst. Wir wissen, dass Mr. Barnes in Miss Fleming verliebt ist. Deswegen auch für diese verwelkte Pflanze. Aber weiter waren sie noch nicht. Deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin um ehrlich zu sein gespannt. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Das ging doch jetzt schneller als gedacht. Captain... Wie heißt der? Captain Stenwicks Herrenhaus. Ja, dann suchen wir doch mal das Captain Stenwicks Herrenhaus. Wir sollen erstmal einfach folgen. Machen das, was Watson von uns möchte. Gut. Ich bin gespannt. Das entwickelt sich hoffentlich echt cool. Und vor allem kann man, glaube ich, mit jedem reden. Ach, mit dir nicht. Schade. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Was? Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Ja, okay, warte mal. Wo befand sich... Ah, laber nicht. Es ist die gleiche Straße wie der Buchladen. Habe ich verstanden. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Es ist hier. Bin etwas verwundert, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Es ist die gleiche Straße wie der Buchladen. Ich kann jetzt hier jede Scheißtür abklappern. Was dann wahrscheinlich wieder nicht mein Problem lösen wird. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Hat sein Anwesen hier. Ja, wenn wir von Anwesen reden, dann vermute ich jetzt mal ganz strong das hier. Wahrscheinlich hätte ich hierauf auch schon früher kommen können, wenn es das ist. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Okay. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Ja, okay, gut, das ist ja hilfreich. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant.
so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Okay, womit fangen wir an? Fangen wir wirklich einfach von oben nach unten, oder? Ja, beschreiben. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Gut, klar. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Ja, wann ist eigentlich auch When wichtig. did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Ja, gut, klar. Ist was vorgefallen? Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ich hinterfrage jetzt mal nicht, warum er das Gehalt seines Angestellten in seinem Tresor aufhält. Das ist ja ganz wild. Was hast du zu sagen? Ja, schauen wir uns doch mal hier, was das Wort zu sagen. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Ja, ich auch nicht. Ich würde diesen Schuppen aber auf jeden Fall mal gerne angucken. Eigentlich würde ich auch gerne zu ihm ins Haus rein, weil ich glaube, dass wir da auch was finden können. Nettes Anwesen hatte ich ja trotzdem. Ja, wo ist uns eigentlich der Schuppen? Ah, natürlich, ein Holzschuppen. Digga, der hat so ein krasses Anwesen. Warum muss sein Bediensteter oder Bodyguard im Schuppen hausen? Was im Konzentrationsmodus nimmst du? Das heißt, war, wenn. Who could have left these tracks? They seem fresh. Okay, wir müssen hier überlegen, wie wir hier. Also wir haben Räder auf jeden Fall. Teilweise muss ich ja was anheften. Heißt, ich kann ja theoretisch die Räder anheften. Ne? Also noch mehr Räder. Was oft benutzt, okay, was haben wir hier? Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Ja gut, uns fehlen aber hier dann noch Sachen. Das kennen wir ja schon. Jetzt kann ich hier das Gedankenspiel machen. Naja, wir haben es. Aber er ist im mittleren. Wohin führt die Spur? Da haben wir nur den Strand. Boah. Mehr haben wir, glaube ich, nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Heißt, wir kommen hier eh noch nicht weiter.
Ah, lol, okay. Das ist nice. Ja, es könnte so ausgesehen haben, dass sie hier mit einem Karren weg wollte. Das könnte auf jeden Fall so sein. Geh wieder raus. Danke. Okay, er könnte hier mit einem Karren gestanden haben. Das ist richtig. Ja, das wissen wir bereits. Schauen wir uns doch mal um, was er hier noch so zu verbergen hat. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was da stand. A 100%. scrap of Hessian. Ja, und Kisten. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Das finde ich, hat jetzt aber nur bedingt was gebracht. Ich dachte eigentlich, dass es ums Seil gehen wird. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Ja, jeder ist mit dem Kopf drauf gestoßen. Okay. Das da. A small navy spyglass. Okay, warum ich das jetzt mitnehme, ist eh eine absolut Baba-Frage. Aber es hilft, glaube ich, noch nicht. Naja, wir haben jetzt Gegenstände. Doch, klar. Wir können gleich verknüpfen. Aber es ist ja wirklich klein. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Dachte ich dann, das Ding einstecken. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Glaub nicht, dass er so Clothes knausrig made of ist. Hessian. Is Stenwick really so miserly? Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Gute Frage. Er hat auf jeden Fall Essen gemacht. Mutton chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Achso. Aber guck mal, dann haben wir auch jetzt hier wieder mehr Stände. Ja. Naja, fast klar. So, wo ist das andere? Muss das andere hier draußen sein? Ja, und da wie hier jemand reingefallen ist. Aber jetzt mal eine dumme Frage, sind das nicht sogar zwei unterschiedliche Personen? Weil Person Nummer 3 macht das hier draußen. Da fehlen uns aber auch jedes Mal noch Punkte, wie es weitergeht. Haben wir hier mehr Infos? Okay, wir haben nur, dass der Strand sogar mitgeht. Dann gehe ich mal stark vom einen Dings noch aus. Fernrohr, Einhorn wollte ich schon sagen, genau. Das Fernrohr, die Spuren haben auch nichts damit zu tun. Bleibt eigentlich nur noch das hier. Aber wir haben keine Gegenstände mehr, die wir damit verknüpfen können. Okay, das ist schade. Meiner Meinung nach fehlt uns hier noch was. Uns fehlt hier draußen noch was. Es ist mir zu wenig. Und ich will eigentlich wissen, dass er hier mit dem Holz zerschlagen hat. Hier rumrum haben wir halt auch nichts. Ah doch, guck mal. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Warum man auch immer das Ofenrohr verstopft. Das wäre halt höchstens die Überlegung, wieder zu sagen. Das ist ein Gegenstand. Ah, wir haben auch das Fernrohr wieder bekommen. Nein, das war falsch. Das war falsch so rum, dachte ich. Als ob die beiden auch nichts damit zu tun haben. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich
Ist hier drin irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Das ist so ein bisschen der Punkt. Auch hier hängt nichts an der Decke. Die Säcke haben wir uns angeguckt. Der Yes, ist nicht. Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. Die Frage ist, ob wir mal weitermachen und zu ihm noch mal reingehen. Die Frage, ob wir hier rein dürfen, ob er uns reinlässt. Also ich mir nämlich denken würde, dass es nicht der Fall ist. Aber er musste irgendwie geflüchtet sein. Looks like a knee print. Chewing tobacco. Was auch immer das ist. Fußabdrücke. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Ich habe hier keinen. Doch, habe ich. Nein, doch, ich will es dann haben. Ja, hier muss jemand gekniet haben. Die Frage ist, ob das auch er war. Ob das alles er. Und es fehlt noch ein Hinweis. Es fehlt noch eine Sache dazu. Ich vermute mal, dass dieser Wagen hier damit zu tun hat. Auch kaum ernsthaft nicht? Das wäre das Sinnvollste gewesen, ja, die Türe dann. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Nach rechts gebogen. Wir haben hier auch nichts mehr, was wir weiter inspizieren können. Ich glaube halt, ich gehe jetzt zu weit weg, wenn ich jetzt weg vom Haus gehe. Ich glaube halt, dass ich alles da hinten finde. Wenn ich ihn frage, ob ich rein darf, der hat keinen Bock auf mich. Versuchen wir es doch mal. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Bruder, ich habe den Garten untersucht. I thought you were meant to be intelligent. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Ja, ich glaube, das ist ihm egal. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimmy here's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Ja, der Typ wird Ihnen wahrscheinlich auch noch was sagen, wollte verreisen. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Okay, wir sind nicht fertig mit dem Garten. Das war aber schon fast klar, dass wir mit dem Garten... Ah, was willst du sagen? This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Wir haben irgendwas im Garten übersehen. 100%, sonst würde er nicht sagen, wir müssen den Garten weiter untersuchen. Die Frage, die ich mir stelle, ob wenn du in Anführungszeichen seinen... Ah, warte mal. Das ist jetzt smart. Wir haben auf einmal nämlich 3. Was ist Nummer 2? Nummer 2 ist es mit dem Kauback. Was ist Nummer 3? Nummer 3 ist Kautabak und Fernrohr. Okay, das ist aber jetzt interessant. Was passiert nämlich denn hier, wenn wir sagen, wir möchten vorspulen? Ja, er hat Sachen gelagert darauf.
um dann jemanden wegzutransportieren. Naja, der, wo hier gestützt ist. Macht schon Sinn. Macht schon Sinn. Sie wird hier reinstürzen. Ja, genau. Stürzt hier rein. So, er zieht die Person dann hier raus. Und dann ist das wahrscheinlich... Selber verstopft, das ist eine Möglichkeit, aber auch gut. Uns fehlt ein Hinweis hier. Ich gehe mal davon aus, es muss draußen sein. Ich glaube nicht, dass es hier drin ist. Okay, das ist ein bisschen strange. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo was fehlt. Er muss die Person weggeschafft haben. Wenn die Person weggefahren wurde und weggeschafft ist, dann muss sie hier raus. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Die Frage ist, ob er diesen Schlüssel hier gelassen hat. Das wäre der Punkt, glaube ich. Weil alles andere macht für mich fast keinen Sinn. Mich lässt dieses Ding nicht los. Mich lässt es hier nicht los gerade. Aber wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Wir werden in der nächsten Folge herausfinden, was hier genau passiert ist.